Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diesen wunderschönen quadratischen Poncho mit mir zu häkeln. Er wird von oben nach unten gehäkelt, der Ausschnitt wird am Ende auf die passende Weite reguliert und wenn gewünscht mit Perlen verziert. Das einfache Muster habt ihr ganz schnell intus und dann braucht ihr nur noch ein bisschen Fleiß und Ausdauer. Die hübsche Abschlusskante erfordert dann noch einmal eine Portion Geduld, aber auch die ist nicht schwierig zu häkeln. Die Mühe lohnt sich aber, denn am Ende ist eure Garderobe um ein herrlich extravagantes Stück reicher. Der Poncho kann auf 2 verschiedene Arten getragen werden, je nach Laune oder je nachdem, wie er besser zu eurer Figur passt. Die Anleitung enthält die Angaben für Größe 36 bis 50. Der Poncho kann aber auch kleiner oder größer gehäkelt werden. Richtwerte zum Verbrauch sowie Angaben zum verwendeten Garn findet ihr auf der Materialseite nach den Intros und gestattet mir noch folgenden Hinweis: Ich erstelle meine Videos mit allergrößter Sorgfalt. Falls aber tatsächlich einmal etwas unklar ist, nutzt gerne die Kommentarfunktion oder kommt in meine Facebook-Gruppe Schick umgarnt mit Karin, dann helfe ich euch gerne weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diesen Poncho habe ich 2 vierfädige, entgegengesetzt gewickelte Bobbel mit dem Namen Laubhaufen von Sabine Helfers, meine Bobbelträumerei, verwendet. Ich habe den ersten Bobbel von hell nach dunkel verarbeitet und den zweiten Bobbel von dunkel nach hell. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbel zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels in verschiedenen Farben, mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurixfaden oder wenn gewünscht auch mit Alpakafaden und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne mit dem Bobbel, der innen weiß-rot ist. Ich beginne von innen nach außen. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 3 und danach steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Wir häkeln zunächst einige Maschen im elastischen Anschlag. Die Maße und Zahlen folgen dann im Anschluss. Wir häkeln zunächst 2 Luftmaschen. Wir drehen die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. So stechen wir ein, holen den Faden durch. Wir häkeln zuerst die Luftmasche, das heißt, wir holen den Faden nur durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Dann stechen wir in diese Luftmasche, die wir vorhin gemacht haben, wieder ein, holen den Faden durch.
häkeln wieder zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir stechen in den Querfaden ein, das ist nur ein Faden, holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die restlichen 2. In den Querfaden wieder einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe durchziehen und dann durch die restlichen 2. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht und ich mache eine Kette, die ungefähr 70 cm hat und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 8 teilbar ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette hat ungefähr 70 cm. Es kommt hier nicht auf 1 bis 2 cm mehr oder weniger an. Ich habe 128 feste Maschen angeschlagen und ich schreibe euch oben in die Ecke, was ihr machen müsst, falls ihr eine andere Maschenzahl genommen habt als ich. Jetzt schauen wir, dass sich die Kette nicht verdreht. Wir geben sie oben zusammen und schließen in die erste feste Masche mit einer Kettmasche zur Runde und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Wir häkeln 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein zweites Stäbchen. Das ist eine halbe Ecke und für meine Ausgangszahl 128 häkle ich jetzt 31 Stäbchen und zwar ohne diese beiden Eckstäbchen, die dürfen wir nicht mitzählen. Wir haben diese Ecke und dann 31 Stäbchen bei der Anzahl 128 und die anderen Zahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt und wie gesagt, die ersten beiden Stäbchen dürft ihr dabei nicht mitzählen. Jetzt folgt eine Ecke in die nächste feste Masche. Wir häkeln 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in dieselbe Masche, wo schon 2 Stäbchen drin sind. Das ist eine ganze Ecke und jetzt folgt dieselbe Anzahl wie vorhin. Bei mir waren es 31 und auch hier ohne die Eckstäbchen zählen. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt wie vorhin. Auch hier diese 2 Eckstäbchen nicht mitzählen. Jetzt folgt wieder eine Ecke in die nächste Masche und eine Ecke besteht aus 2 Stäbchen in dieselbe Masche, 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche noch einmal 2 Stäbchen. Und jetzt folgt wieder dieselbe Anzahl Stäbchen wie auf den anderen Kanten und immer dran denken, die Eckstäbchen nicht mitzählen. Und wenn ihr
das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Ecke angekommen. Auch hier haben wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie auf den anderen Kanten, ohne die Eckstäbchen. Wir häkeln wieder 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in dieselbe Masche, wo schon 2 Stäbchen drin sind. Und jetzt sind wir beinahe schon rundherum. Es muss wieder dieselbe Anzahl Stäbchen herauskommen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier hat sich dieselbe Anzahl an Stäbchen ergeben, immer ohne Eckstäbchen, und wir haben mit einer halben Ecke begonnen, das heißt, die zweite Hälfte müssen wir noch häkeln und die häkeln wir in diese kleine Öffnung, wo die 3 Luftmaschen herauskommen. Da häkeln wir 2 Stäbchen hinein in dieselbe Öffnung und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche. Und genau schauen, es muss die 3. Luftmasche sein. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ihr dürft hier ruhig mal ein bisschen dran ziehen, damit sich der Anschlag entspannt. Und wir haben jetzt ein schönes Viereck und auf allen 4 Kanten haben wir gleich viele Stäbchen und wir haben überall eine ungerade Maschenzahl. Die brauchen wir für die nächste Musterreihe. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das ist wieder eine halbe Ecke. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche, überspringen dieses Ersatzstäbchen. Der nächste Maschenkopf ist nicht so schön, wir dürfen ihn trotzdem nicht auslassen. In diesen nächsten Maschenkopf, ins zweite Stäbchen, häkeln wir ein Stäbchen, dann wieder eine Luftmasche, eins auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen und wir häkeln bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe Kästchen gehäkelt bis zur Ecke. Auch hier die Kästchenreihe dürft ihr immer ein bisschen dehnen. Am Ende der Kante muss ein Stäbchen vor der Lücke übrig bleiben. Hier häkeln wir eine Luftmasche, dann häkeln wir eine ganze Ecke und die besteht aus 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Die Ecken bleiben immer gleich. Wir starten wieder mit einer Luftmasche, lassen den ersten Maschenkopf aus. Hier immer genau schauen, welches der erste ist. Und ins zweite Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen und eine Luftmasche, eins auslassen, ein Stäbchen und wir häkeln Kästchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Ecke angekommen und wie gesagt, diese Kästchenreihe immer ein bisschen dehnen. Es bleibt immer vor der Lücke ein Stäbchen übrig. Hier häkeln wir eine Luftmasche, dann häkeln wir die Ecke mit
2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen und auf dem zweiten Stäbchen mit den Kästchen beginnen und wir sehen uns an der nächsten Ecke wieder. Willkommen zurück, auch die dritte Ecke funktioniert gleich. Ein Stäbchen bleibt übrig, wir häkeln eine Luftmasche in die Ecke, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen und hier wieder mit den Kästchen beginnen und auf allen 4 Kanten müssen gleich viele Kästchen sein und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch am Ende der Runde bleibt ein Stäbchen übrig, das überspringen wir mit einer Luftmasche und nicht vergessen, die zweite Hälfte der Ecke zu häkeln. In die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen und wir schließen immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wie gesagt, hier genau schauen, es muss die dritte Luftmasche sein, denn hier kommen 2 Stäbchen wieder hinein. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und zunächst einem Stäbchen in die Lücke. Das ist wieder eine halbe Ecke und ganz wichtig, auf diese 2 Eckstäbchen müssen wir 2 Stäbchen nebeneinander häkeln. Sodass wir jetzt 4 Stäbchen nebeneinander haben. Dann immer ein Stäbchen ins Kästchen, ein Stäbchen auf das Stäbchen, ein Stäbchen ins Kästchen, ein Stäbchen auf das Stäbchen und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Ganz wichtig, 2 Stäbchen auf diese Eckstäbchen aus der Vorrunde, dann 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen auf die Eckstäbchen der Vorrunde. Und wenn wir die Gesamtzahl inklusive der Eckstäbchen zählen, haben wir pro Stäbchenreihe im Vergleich zur vorherigen Stäbchenreihe 8 Stäbchen mehr als vorher. Und wir häkeln wieder jeweils ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen auf das Stäbchen und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Ganz wichtig, nie vergessen, auf diese 2 Eckstäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln, dann 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke,
wieder 2 Stäbchen auf die Eckstäbchen der Vorreihe und dann wieder jeweils 1 in die Lücke und 1 aufs Stäbchen, und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Ganz wichtig, auch hier diese Lücke nicht vergessen, dann die 2 Stäbchen auf die Eckstäbchen der Vorreihe, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die Eckstäbchen der Vorreihe, und dann geht es wieder im Muster weiter. 1 Stäbchen in die Lücke und 1 aufs Stäbchen. Und noch einmal zu eurer Kontrolle. Erstens, es ist immer eine ungerade Anzahl an Stäbchen, und zweitens, im Vergleich zur vorherigen Stäbchenreihe sind es immer 8 Stäbchen mehr. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Ganz wichtig, auch in die letzte Lücke ein Stäbchen häkeln, dann die 2 Stäbchen auf die Eckstäbchen der Vorreihe und am Schluss noch die halbe Ecke mit 2 Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und ich zeige euch auch die Kästchenreihe noch einmal. Wir starten mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln eine Luftmasche, lassen das erste Stäbchen aus. Hier am Anfang der Runde gut schauen. Das Ersatzstäbchen lassen wir aus. Das zweite Stäbchen hat einen weniger schönen Maschenkopf, aber trotzdem müssen wir es bearbeiten. Hier kommt das erste Stäbchen hinein, dann eine Luftmasche, 1 auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, und es ergeben sich im Vergleich zur unteren Kästchenreihe 4 Kästchen mehr pro Kante. Das kann euch als Kontrolle dienen, und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Die Kästchenreihe immer in die Breite ziehen. Hier bleibt am Ende immer ein Stäbchen übrig. Das überspringen wir mit einer Luftmasche, und die Ecke besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann folgt wieder eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen, auf dem zweiten Stäbchen mit den Kästchen beginnen, und es müssen auf allen 4 Kanten gleich viele Kästchen sein. Die anderen Kanten macht ihr genau gleich, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Ganz wichtig, am Ende muss ein Stäbchen übrig bleiben. Hier häkeln wir eine Luftmasche, dann 2 Stäbchen in die Lücke als zweite halbe Ecke,
und dann schließen wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Und das Ganze sieht jetzt so aus, wie gesagt, immer wieder schön in Form ziehen. Wir wiederholen diese 2 Musterreihen nun so lange, bis das angegebene Maß erreicht ist, gerade hinunter gemessen. Ich schreibe euch Richtwerte für eure Größe oben in die Ecke und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Poncho hat das gewünschte Maß erreicht. Ich habe von hier bis hier gerade hinunter gemessen, circa 50 cm. Ihr habt euer Maß erreicht und jetzt häkeln wir die Abschlusskante und ich schicke gleich voraus, dass sich das wahrscheinlich nicht genau ausgeht bis zur nächsten Ecke. Das ist aber kein Problem. Ich zeige euch dann, was ihr in diesem Fall machen müsst. Wir häkeln locker 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir zählen 3 Luftmaschen hinunter. Diese auf der Nadel zählt nicht mit. 1, 2, 3. Wir holen einen Umschlag, stechen in die dritte Luftmasche von oben ein. Ich schaue, dass ich 2 Maschenglieder erwische. Wir holen den Faden durch und maschen 2 Fäden ab. Ein Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Das Ganze machen wir ein drittes Mal, alles in dieselbe Masche. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel. Wir maschen alle Schlaufen gemeinsam ab. Wir häkeln 3 Luftmaschen und wir stechen in dieselbe Masche, wo diese 3 Stäbchen drin sind, noch einmal ein und häkeln eine Kettmasche. Das sieht so aus. Jetzt häkeln wir wieder 3 Luftmaschen. Wir lassen 2 Stäbchen aus und ins dritte Stäbchen häkeln wir eine feste Masche. Das sieht so aus. Ich zeige es euch noch einmal. Wir häkeln 6 lockere Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir zählen 3 Luftmaschen hinunter und häkeln in die dritte Luftmasche von oben gezählt 3 nicht ganz fertige Stäbchen. Alles in dieselbe Masche. Wir haben 4 Fäden auf der Nadel. Wir maschen alle zusammen ab. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Wir häkeln in diese Masche, wo diese 3 Stäbchen drin sind, eine Kettmasche, noch einmal 3 Luftmaschen. Wir lassen 2 Stäbchen aus und in jedes dritte Stäbchen häkeln wir eine feste Masche. Noch einmal 6 Luftmaschen, einen Umschlag holen in die dritte Luftmasche von oben, 3 nicht ganz fertige Stäbchen in eine Masche, 4 Schlaufen sind auf der Nadel, den Faden durch alle durchziehen, 3 Luftmaschen häkeln,
in die Masche, wo die Stäbchen drin sind, eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen auslassen und in jede dritte eine feste Masche häkeln. Das sieht so aus und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Bei mir ist es jetzt so, hier bleibt vor der Ecke ein Stäbchen übrig. Es könnten auch 2 oder 3 sein. Wenn 3 übrig bleiben, häkelt ihr direkt vor der Lücke noch so eine Noppe. Wenn es 1 oder 2 sind, überspringt ihr die einfach und häkelt die nächste feste Masche in die Ecke und dann wieder unsere 6 Luftmaschen, die kleine Noppe, drei Luftmaschen, eine Kettmasche, 3 Luftmaschen und dann überspringt ihr hier wieder die ersten beiden Stäbchen, so wie am Anfang der Runde. Und das machen wir einmal rundherum. Jetzt geht es wie gewohnt weiter und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Ich habe hier noch die letzte Noppe gehäkelt, ganz normal die 3 Luftmaschen und dann schaue ich, wo die Lücke ist und häkle in die Lücke noch eine feste Masche und eventuell noch eine Kettmasche um das nächste Ersatzstäbchen hier, also um diese 3 Luftmaschen. Dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wir sehen uns gleich beim Halsausschnitt wieder. Willkommen zurück, wir bearbeiten jetzt den Halsausschnitt. Wir stabilisieren ihn und wir machen ihn ein bisschen kleiner und ich beginne ungefähr in der Mitte einer Kante und ich steche hier ein bisschen tiefer ein. Es bieten sich hier schöne Einstichstellen an. Ich hole den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und in dieselbe Einstichstelle eine feste Masche. Und dann häkle ich in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Hier haben wir den Anfangsfaden und wenn ihr hier genau schaut, seht ihr hier diese Eckstäbchen, hier 2 und hier 2 und hier ist eine Lücke und ich habe eine Masche vor der Ecke aufgehört. Ich häkle gleich über diesen Faden drüber, dann ist der versorgt. Und wir machen in der Ecke 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, dann stechen wir in die zweite Masche ein und hier nehme ich einfach diese kleine Masche vom Beginn mit, holen den Faden durch und dann in die Masche nach der Ecke, holen den Faden durch. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab.
und dann häkeln wir bis zur nächsten Ecke und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin an der nächsten Ecke angekommen. Diese 3 Einstichstellen sind wichtig. Wir hören eine Masche vor der Ecke auf. Wir stechen in die Masche ein, holen den Faden durch. Wir stechen in die zweite Masche ein, holen den Faden durch. Und dann in die dritte Masche, holen den Faden durch. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel. Die maschen wir gemeinsam ab. Und das machen wir einmal rundherum. Alle Ecken sind genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche und beginne gleich in derselben Masche wieder mit den festen Maschen. In jeder Runde wird nun der Ausschnitt ein bisschen kleiner. Ihr müsst also immer zwischendurch anprobieren und schauen, ob der Ausschnitt für euch schon passt und einfach diese Runde, die wir jetzt machen, noch ein paar Mal wiederholen oder eben auch nicht, bis der Ausschnitt die gewünschte Größe erreicht hat. Ich zeige euch jetzt gleich noch einmal die Ecke. Wir häkeln bis eine Masche vor der Ecke, dann häkeln wir unsere 3 zusammen abgemaschten festen Maschen und dann häkeln wir wieder mit festen Maschen weiter und das machen wir bei allen Ecken gleich. Und wie gesagt, wiederholt diese Runde so oft, bis der Ausschnitt für euch die passende Größe erreicht hat. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich habe insgesamt 3 Runden feste Maschen gehäkelt. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Und jetzt habe ich noch ein paar farblich passende Perlen bei Teddy gefunden. Ich habe hier in der Ecke den Faden gut fixiert und jetzt fädle ich eine Perle ein und dann steche ich einmal hinunter und einmal herauf und noch einmal hinunter und herauf. Ziehe den Faden durch und nähe die nächste Perle dran. Schön flach hinlegen und wieder hinunter, herauf, hinunter, herauf. Und wieder eine Perle auffädeln und so mache ich das rundherum und dann ist unser toller Poncho fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses quadratischen Ponchos und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.